So Leute, ihr kennt ja mit Sicherheit die ganzen Survival-Kits, Survival-Packungen, wo verschiedene Elemente drin sind, die man in der Natur gebrauchen könnte. Wir haben uns heute einfach mal 4 Stück gekauft, um zu gucken, ob sie was taugen, ob sie nichts taugen, ob man damit theoretisch in der Survival-Lage überleben könnte. Und wir werden jetzt einfach mal ein bisschen gucken, was da so drin ist. Ein paar Sachen ausprobieren, ob sie auch wirklich was taugen oder nicht. Also bleibt dabei. Also wir kommen jetzt erstmal zu den ersten beiden. Einmal das Überlebenskit von Fosco. Hat 13 Euro, also 12,98 gekostet. Und das Survival Kit von Miltech für 16 Euro, 17 Euro. Wir gucken jetzt erstmal, was in beiden drin ist. Also bei dem von Miltech ist einmal ein Paracord, wo das Ganze quasi so drin lag. Habe ich schon ausgepackt, weil ich mir das mal angucken wollte, wo das ist, wie das aussieht. Was ich schon mal gut finde, ist, dass du hier Paracord drin hast, um dir einen Shelter zu bauen oder ähnliches. Dann hast du hier eine Pfeife mit einem Zettel drin, wo man halt sein Alter, sein Name, alles mit draufschreiben kann. Funktioniert auch. Den Hund interessiert es nicht. Dann haben wir hier einmal ein Gefäß, ein kleines, wo nichts drin ist. Weiß nicht genau, wofür das gut sein soll, aber es ist auf jeden Fall mit drin. Dann haben wir ein kleines Messer. Zweck weiß ich auch nicht so ganz, was man damit groß machen sollte. Vielleicht die Angelsehne durchtrennen, die hier noch in zweifacher Ausführung mit drin ist, um sich eine Angel zu bauen. Na, eines hängt. Na gut. Dann eine Kettensäge bzw. Schnursäge, wie auch immer man das nennt. Haben wir noch mit bei. Was schon mal sehr gut ist, für kleinere Verletzungen 2 Pflaster. Kann man auch immer gebrauchen. Die zweite Angelsehne. Ein Multitool, eine Multifunktionskarte mit einem kleinen Messer, kleinen Maßband für Schrauben zum Sägen, alles Mögliche mit dabei. Dann haben wir Anzündwatte oder Anzündstäbchen, um ein Feuer zu entfachen. Wie können wir ein Feuer entfachen, wenn wir kein Feuerzeug dabei haben? Wenn man es kann, nicht so wie wir, richtig. Ein Feuerstahl. Und hier noch die Angelhaken, Verbindungen und kleine Bleie zum Angeln. So, dann kommen wir mal zum zweiten. Das Survival Package von Fosco. Das erste, was natürlich ins Auge fällt, ist die Instruction und den Zettel, den wir da in klein drin haben, haben wir hier nochmal in groß, wo du alle möglichen Daten zu dir aufschreiben kannst. Damit das auch funktioniert, hat man hier gleich noch einen Bleistift mit drin. Dann sind hier Streichhölzer mit drin, sind gut für Leute wie uns, die nicht mit dem Feuerstahl umgehen können. Dazu ein bisschen Watte oder eine Kerze für die Romantik, die man in so einer Situation auch gut mal gebrauchen kann. Dann haben wir einen kleinen Kompass, auch ein Feuerstahl, eine Rasierklinge, die für Leute wie uns ganz gut ist, dann können wir uns rasieren. Für was anderes ist das wahrscheinlich eher untauglich. Ein Angelset wieder mit drin, mit Bleien, Haken und Angelsehne. Ein Draht,
um zum Beispiel unten die Angelsehne zu verstärken. Auch eine Kettensäge, Schnursäge, wie auch immer. Ein Nähset, ganz wichtig, und auch wieder eine schöne Pfeife. Sicher, dass ihr da einen Hund habt? Ich weiß auch nicht so ganz. Könnte auch wirklich ein Fuchs sein oder so. Ein Miniaturfuchs. Kommen wir jetzt zum zweiten Miltech Survival Kit. Der Inhalt ist eigentlich fast identisch wie der bei dem Fosco. Der einzige Unterschied, den wir hier haben, ist das Messer. Das heißt, es ist keine Rasierklinge, sondern wirklich ein kleines Messer bzw. eine kleine Säge. Ja genau, ansonsten Kompass, Feuerstahl, Bleistift. Alles identisch. Brauchen wir jetzt nicht groß was zu erklären. Und kommen wir zum letzten und zum größten und ich glaube auch zum teuersten von Cliff & Cliff. Sport und Freizeit Survival Kit oder sowas in die Richtung soll das darstellen. Sieht schon alles ein bisschen hochwertiger aus. Wir haben hier erstmal, was ich ziemlich gut finde, eine Wärmedecke, mit der man auch einen Shelter bauen kann, wenn man das denn möchte. Dann haben wir hier einen Paracord-Armband mit integriertem Feuerstahl und Kompass. Dann haben wir nochmal einen größeren Kompass, der uns anzeigt, wo Norden ist. Eine Taschenlampe ohne Batterien. Das ist schon mal nicht so cool, dass hier keine Batterien in der Taschenlampe drin sind, weil wenn du wirklich in einer Survival-Situation bist und das gerade gekauft hast, ja, kannst du damit eigentlich schon mal nichts anfangen. Dann haben wir einen großen Feuerstahl hier mit drin. Auch wieder wie in allen Sets eine Kettensäge, einen Kugelschreiber mit integriertem Scheibenbrecher, wofür auch immer man den in einer richtigen Survival-Situation im Wald braucht. Er ist mit dabei. Und wie in dem Miltech eine Multifunktionskarte in Schwarz mit dazugehöriger Bedienungsanleitung. Und bei dem Kit, was jetzt hier nicht mit drin ist, da es schon im Einsatz war, ein Klappmesser, was hier noch mit drin war, was ja, ziemlich robust und vernünftig war, im Gegensatz zu den anderen dreien. Jetzt machen wir noch mal einen kleinen Test, und zwar, weil es mich auch selber sehr interessiert, was diese Handsägen hier bzw. Schnur- oder Kettensägen taugen. Gucken wir jetzt einfach mal, sind ja alles dieselben von der Stärke und Länge her, was diese Säge taugt. Und danach gucken wir noch mal, was so eine Multitool-Karte alles drauf hat und ob sie was taugt oder nicht. Zu Beginn gucken wir mal, was diese Säge hier taugt, wenn uns der Hund dann lässt. Gut, der Stock scheint so interessant zu sein. Wir probieren es trotzdem einfach. Loki, jetzt lass mich hier noch mal kurz sägen. Gut. Okay, nee. Ist ein Scheißding. Da kann ich nur sagen, Flop. Ist einfach viel zu aufwendig von der Kraft her. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieser Stock so morsch ist, dass man den auch einfach so brechen kann. Das heißt, wenn ihr so ein Ding habt, macht's lieber so. Also wie gesagt, ich muss sagen, jetzt nach dem ersten Test, Schrott, braucht man nicht. Wenn ihr aber sehen wollt, wie wir die vielleicht noch ein bisschen ausgiebiger testen mit größeren, kleineren, dickeren, dünneren Ästen, dann lasst auf jeden Fall einen Kommentar da.
Wenn wir schon mal dabei sind, wer wissen möchte, warum der Hund heute dabei ist und warum wir hier an so einem alten Steinkabuff stehen, an so einem Steinbunker, dann guckt euch einfach das Video an, was nächste Woche rauskommt und dann erfahrt ihr das alles. So, dann testen wir nochmal so eine Survival-Tool-Karte. Wobei das Einzige, was wir da jetzt vielleicht mal testen können, wäre wie diese Messerseite hier, ob man damit irgendwas machen kann. Also morsches Holz ein bisschen. Gut, das kann man auch vergessen. Macht auch keinen Sinn, die Säge. Ja, sie sägt, aber am Ende hast du damit auch mehr Aufwand, als wenn du das einfach brichst. Ansonsten, ja, es ist gut, wenn du Bier trinken willst, hast einen Flaschenöffner mit dran. Ja, und für alles Weitere ist das auch nicht zu gebrauchen. Ansonsten, ja, könnte man, wenn ihr darauf Lust habt, machen wir vielleicht mal ein Video, wie wir eine Nacht nur mit so einem Survival-Kit draußen schlafen, draußen übernachten und vielleicht uns sogar auch nur mit so einer Wärmedecke ein Shelter bauen. Ja, beim Feuerstahl kann man hier eigentlich nicht groß was falsch machen. Funktioniert, auch wenn die Funken eher ernüchternd sind, aber es funktioniert. Ja, ansonsten haben wir hier alles das gleiche drin. Mit so einem Messer draußen wird es, glaube ich, auch eher schwierig, außer du willst dich rasieren. Oder ja, mehr kann man damit wahrscheinlich nicht anfangen. Eine Sache, die ich noch ganz sinnvoll empfinde für draußen, ist das Paracord. Damit kannst du dein Shelter zusammenbauen, du kannst es befestigen durch den Karabiner, dann brauchst du auch nur auf der einen Seite einen Knoten machen, um möglicherweise die Rettungsdecke, die ja nicht in dem Kit, sondern in dem Kit war, zu befestigen. Dann gucken wir nochmal, ob dieses kleine Messer aus China irgendwas taugt, ob man damit... Ja, es sägt, aber ich sehe jetzt schon, wenn ich damit säge, weiter als das Stück hier komme ich sowieso nicht. Das heißt, das macht schon mal keinen Sinn. Dadurch, dass man hier vorne nur diese kleine Klinge hat, macht Schnitzen damit auch keinen Sinn. Also ich glaube, das ist einfach nur drin fürs Gefühl, wenn du draußen bist und weißt, hast ein Messer dabei. Für alles Weitere ist das eher nutzlos. Was ganz cool ist in diesem Kit, in sowohl dem von Miltech als auch in dem von Fosco, ist, man hat hier so eine kleine Survival Instruction drin, wo zum Beispiel erklärt wird, was für verschiedene Arten Feuer du machen kannst, wie du Feuer machen kannst, auch nur mit dem Stock und einer Schnur, die hier aber leider nicht drin ist. Morsezeichen, wie du dich in verschiedenen Locations verhältst und hier vorne halt nochmal, wie du reagieren solltest in einer Survival-Situation. Leider alles auf Englisch, also für Leute, die kein Englisch können, wird es schwierig, aber an sich eine ganz coole Idee. Was natürlich auch ein bisschen schade ist, dass du bei dem Survival-Kit von Miltech mit dem Paracord hier nur so ein Tütchen dabei hast, wo du alles lose drin hast und keine Hartplastikbox, um das alles ein bisschen geeigneter und besser zu verstauen. Und das Einzige, was mir jetzt hier noch zu den kleinen Röhrchen hier drin einfällt, man könnte einen Geocache reinpacken und den irgendwo hier verstecken. Aber ansonsten habe ich halt echt keine Ahnung, was man damit anstellen soll in einer Survival-Situation. Als Wasserbehälter zu klein, als Nahrungsbehälter zu klein und alles andere fällt weg. Vielleicht habt ihr eine Idee, was man draußen mit so einem Röhrchen anfangen könnte. Wenn ihr eine Idee habt oder es sogar wisst, was man damit machen sollte, dann schreibt es gerne in die Kommentare und lasst uns an eurem Wissen teilhaben. Also an sich, die Idee von einem Survival Kit, cool, eine coole Sache.
Die Survival Kits, die wir hier haben, semi, hast viele unnütze Sachen dabei, zum Beispiel eine Kerze. Was willst du mit einer Kerze draußen in einer Survival-Situation oder dieser Säge hier? Ist, finde ich, nicht sinnvoll in diesen Sets. Also ein paar coole Sachen sind dabei, ein paar unnütze Sachen. Aber wenn ihr mal sehen wollt, wie wir unsere Survival Kits zusammenstellen würden, was wir alles mitnehmen würden in einer Survival-Situation, wenn du wirklich nur das Minimalste mitnehmen kannst, in vielleicht so einer oder in so einer Box, dann lasst uns mal einen Kommentar und ein Like da und dann drehen wir mal ein Video und stellen unsere eigene Survival-Box zusammen und gehen damit raus.